und willkommen zurück zu unserem Raindancer Training. Mein Name ist Jens und ich werde euch weiterhin durch diese Videoreihe begleiten. In diesem Teil wollen wir uns das Anlegen und die Grundeinstellungen von Beregnungsmaschinen ein wenig genauer anschauen. Für gewöhnlich sind in jedem Account schon Beregnungsmaschinen angelegt. Diese tragen in der Regel den Namen der Seriennummer der Raindancer Paneele, die ihnen zugeschickt wurden. Bei mir ist das hier nicht der Fall. Wir müssen also von vorne anfangen und eine neue Beregnungsmaschine anlegen. Dazu klicken wir hier oben auf Regner. Diese Übersicht zeigt uns alle Beregnungsmaschinen, die unserem Account zugewiesen sind. Das sind, wie gerade schon erwähnt, momentan leider 0. Wir klicken unten auf Neuer Regner und legen eine neue Beregnungsmaschine an. Hier angekommen fragt uns das System nach einem Regnernamen. Dort gibt es viele verschiedene Herangehensweisen, wie man seine Maschinen benennen möchte oder kann. Manche benutzen einfach das Fabrikat, manche benutzen eine Kombination aus Abrolllänge und Schlauchdurchmesser. Was sich allerdings immer empfiehlt, ist eine fortlaufende Nummer zu etablieren. Da wir hier unseren Regner Nummer 1 haben, schreiben wir hier R1 rein und das soll für uns reichen. Als Regnertyp können wir hier mehrere verschiedene Sachen auswählen. Uns soll aber heute nur die Trommel interessieren. Also wählen wir uns hier den Trommelregner aus, dann lädt sich die Seite neu und wir können schon ein paar Felder sehen. Was wir jetzt hier oben allerdings noch tun müssen, ist einmal das GPS-Gerät auswählen, mit dem wir hier an der Stelle kommunizieren wollen. Dabei handelt es sich um die Seriennummer des Raindancers, was auf unserem Regner Nummer 1 montiert ist. Das heißt, wir klicken hier auf unsere Auswahlbox und wählen uns die entsprechende raus. Und jetzt können wir im Prinzip auch schon loslegen. Es empfiehlt sich an dieser Stelle, es schon einmal zu speichern, damit alle Daten schon mal hinterlegt sind. Jetzt wurden für uns schon einige Einstellungen standardmäßig gesetzt, wie zum Beispiel die Energieeinstellungen. Diese befindet sich momentan im Sommermodus, kann aber jederzeit, wenn der Winter halt rankommt, auch auf den Wintermodus umgestellt werden. Der Sommermodus ist für die ständige Kommunikation mit den Geräten da und der Wintermodus eher, um den Akku zu schonen und Strom zu sparen. Als nächstes kümmern wir uns um die Abrolllängen und die anderen Parameter, die wir hier unten sehen. Fangen wir doch gleich bei der Abrolllänge an. Unser Regner hat eine Abrolllänge von 600 Metern. Das tragen wir hier so ein. Direkt daneben haben wir die Arbeitsbreite. Die Arbeitsbreite gibt an, wie breit die Beregnungsgänge auf unseren Karten dargestellt werden. Hier kann man verschiedene Werte eintragen. Mal sind es 80, mal sind es 72 Meter. Dieser Wert ist auch die Basis für das Berechnen der ausgebrachten Wassermengen. Und direkt daneben haben wir die Wurfweite. Diese gibt tatsächlich reell an, wie weit unser Regner werfen kann. In dem Fall irgendwas um die 40 Meter unter Idealbedingungen. In der Zeile darunter geht es um die Druckwerte. Da hätten wir zum einen den Solldruck. Das gibt unseren Wunschdruck an, den wir gerne vorne an der Maschine hätten. Allerdings funktioniert das nicht einfach so, sondern dafür braucht man auch eine Solldrucksteuerung direkt an der Pumpe. Sonst kann der Druck halt nicht nachgeregelt werden. Die nächsten beiden Werte sind allerdings tatsächlich interessant für uns. Da hätten wir zum einen den Minimaldruck. Der gibt halt den Schwellenwert nach unten an. Fällt der Wert unter diese Schwelle, wird eine Benachrichtigung ausgelöst, dass eine Störung vorliegt. Hier können wir so etwas eintragen wie 3 bar. Beim Maximaldruck verhält es sich quasi ganz genauso, außer dass es halt der Schwellenwert nach oben ist. Übersteigt der Druck diesen Wert, wird eine Benachrichtigung ausgelöst. Tragen wir hier also so etwas wie 7 bar ein, so haben wir einen ganz guten Basiswert. Der nächste interessante Wert ist der Durchmesser der Düse. Dieser ist genauso wichtig wie der eigentliche Druck und die Arbeitsbreite zum Errechnen der beregneten Wassermengen. Hier können wir uns eine beliebige Düse über diese Auswahlbox auswählen. In dem Fall nehme ich bei mir hier mal 24 mm. Die Druckkorrektur lassen wir mal bei 0. Dort können wir unseren Drucksensor ein wenig kalibrieren, wenn wir mal eine leichte Ungenauigkeit darin haben. Bei der Durchflussmenge ist Vorsicht geboten. Wird hier ein Wert eingetragen, abseits der 0, so werden alle Berechnungen der genommenen Wassermengen ignoriert und nur noch dieser Wert auf die Betriebsdauer gerechnet. Das kann hilfreich sein, ist aber in der Regel bei Trommelregnern nicht richtig. Anwendungsfälle, wo eine Durchflussmenge ein guter Begleiter ist, ist beispielsweise bei einem Düsenwagen oder bei einer Tropfbewässerung. Wir lassen in unserem Fall hier die 0 stehen und belassen es dabei. Aber soweit so gut. Wir haben unsere Grundeinstellungen hier jetzt erstmal absolviert. Wir klicken auf Speichern und wechseln in den Erweitert-Tab. In diesem Tab verbergen sich einige wichtige Einstellungen. Zum einen die Aufstellungsart. Unser Standard geht immer davon aus, dass Sie die Trommel am Feldesrand parken und das Regnerstativ einmal quer über das Feld ziehen.
Sollte das in Ihrem Fall genau andersrum sein, Sie also das Regnerstativ am Feldesrand abstellen, fixieren und die Trommel über das Feld ziehen, so müssen Sie das hier auswählen. Auch selbstfahrende Maschinen müssen hier mit der entsprechenden Einstellung belegt werden. Wir können hier also über diese Auswahlbox unsere Aufstellungsart wählen. In meinem Fall ist das allerdings der Standard. So belassen wir es dabei. Die nächsten beiden Felder beschäftigen sich mit der Fernsteuerung Ihrer Maschine. Sofern Sie einen SMS-fähigen oder einen GSM-fähigen Regelungscomputer haben, werden Sie ihn hier in der Liste finden. Das heißt, Sie wählen hier unter Steuerungstyp Ihre Maschine aus. Wir nehmen in dem Fall unseren Nordhoff-Computer, den wir hier dran haben. Und jetzt müssten wir an der letzten Stelle hier nochmal die Telefonnummer eintragen, die für unseren Nordhoff-Computer hinterlegt ist. Dort ist ja eine SIM-Karte drin und die hat eine Telefonnummer. Und da geben wir jetzt eine Telefonnummer an, mit der wir unsere Maschine steuern können. Haben wir unsere Daten soweit hinterlegt, können wir hier auf Speichern und Schließen drücken und sehen auch schon, dass unser Regner angelegt wurde. Mit einem Klick auf das Detail-Icon können wir jetzt reinschauen und gucken, wie die Statuswerte sind. Wenn wir hier draufklicken, dann lädt die Seite einmal neu. Wir sehen die Karte mit unseren Beregnungsmaschinen direkt bei uns im Büro und einmal alle nötigen Werte, die wir hier so haben. Da haben wir zum einen die Akkuleistung, da haben wir zum einen den Zeitpunkt des letzten Kontaktes und wir haben die Möglichkeit, hier auf die Steuerungsmaske zu kommen. Diese gibt uns noch ein paar mehr Informationen, wie der aktuelle Stand ist und repräsentiert auch gleichzeitig die Darstellung in der App, wenn Sie dort auf den Regner klicken. So, das soll aber reichen für den ersten Einstieg in die Beregnungsmaschinen. In den nächsten Videos steigen wir sicherlich noch ein wenig tiefer ein und behandeln auch noch den einen oder anderen Spezialfall. Aber für unseren Fall jetzt haben wir erstmal alles hinterlegt, was wir brauchen. Das heißt, wir können hier alles schließen und zurück auf die Startseite gehen. Und hier sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.